So, erstmal die Tür zu und dann mit einer eleganten Rolle rein ins Video. Was geht ab, Leute? Euer Kost hier und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr es dem Titel schon entnommen habt, im heutigen Video geht es um Accessoires für den Winter. Ich zeige euch, was meiner Meinung nach ein Mann so im Kleiderschrank haben sollte an Accessoires für den Winter, was hilfreich ist, was vielleicht weniger hilfreich ist. Und das Ganze startet wie immer nach einem kurzen Intro. Viel Spaß! Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LABB. So Leute, willkommen zurück. Ich habe mich fürs heutige Video etwas schick gemacht, locker auf Herrenstyle angelehnt. Extra für euch habe ich mich hier rausgeputzt, um dieses Video zu drehen. Deswegen lasst dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und vergesst natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr hier nichts von meinen Videos verpasst auf YouTube. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit dem ersten Accessoire und das ist so, ja, mein Lieblings-Winter-Accessoire und zwar ist das die Mütze. Es gibt ja verschiedene Formen an Mützen, sage ich jetzt mal, aber wer mich kennt oder auf Instagram schon länger verfolgt, der weiß einfach, dass ich ein großer Beanie-Fan bin. Und zwar ist das die sogenannte Fisherman's Beanie. Das sind die Mützen, die so ein bisschen kürzer geschnitten sind, die gehen meist gar nicht über die Ohren. Viele sagen dann immer, ey, wofür trägst du überhaupt eine Mütze, die schützt doch gar nicht die Ohren. Ja, das stimmt. Zum einen ist es halt so ein, ich sag mal, ein Winteraccessoire, was wirklich eine Funktion hat, denn die meiste Wärme verliert man halt über den Kopf, deswegen ist es schon mal gut, wenn man irgendwas auf dem Kopf trägt. Und zum anderen sieht es einfach cool aus und deswegen bin ich einfach großer Beanie-Fan. Mir persönlich stehen einfach diese Mützen, die etwas höher geschnitten sind, stehen mir einfach nicht, deswegen trage ich halt lieber Beanies. Ich blende hier zwischendurch immer mal ein paar Bilder ein, wo ihr einfach Beispiele seht, dass so eine Beanie wirklich ein mega cooles Accessoire ist, ob es jetzt bei mir getragen ist oder auch bei anderen. Ich finde es mega stylisch, ob es jetzt zu einem Anzug ist, zu einem Casual Look, zu einem Street Look, man kann es einfach zu allem kombinieren und deswegen ist einfach so eine Beanie mein Favorite Accessoire, wo ich sage, ey, das sieht einfach cool aus, das kann man in verschiedenen Farben kaufen, kann man einfach zu seinen Styles kombinieren, sage ich jetzt mal, und deswegen ist die Beanie einfach mein Favorite Accessoire, was ich im Winter wirklich am liebsten trage und was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Ich weiß, es ist ein großes Problem, gute Beanies zu finden. Also ich habe eine schwarze Beanie, die habe ich damals bei H&M gekauft, die hat eine halbwegs anständige Größe. Die habe ich dann auch direkt zweimal gekauft. Sieht leider jetzt mit der Zeit so ein bisschen abgerockt aus. Deswegen, Leute, bei Forage wird es bald sehr coole Beanies geben, nicht mehr lange zu warten, deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Die Beanies werden auf jeden Fall richtig brutal. Wenn man sich jetzt so bei ASOS oder bei Zalando oder bei Zara oder so eine Mütze holt, ist oftmals das Problem, dass diese Dinge einfach viel zu eng sitzen. Ich blende euch hier mal eben ein Bild ein, wo ihr das sehen könnt. Also da hat man so, keine Ahnung, meiner Meinung nach immer so einen Kondomkopf. Also das sitzt so richtig eng am Kopf. Und so sind einfach die meisten Beanies geschnitten. Und das ist so das Hauptproblem, was ich bei Beanies halt habe. Und ich habe, glaube ich, mal bei ASOS bestimmt 10 verschiedene Beanies bestellt, wovon einfach keine anständig saß. Deswegen, ich probiere hier mal 1-2 Stück rauszusuchen, die eventuell einen guten Fit haben. Aber wer sich noch etwas gedulden kann, bei Forage wird es bald wirklich coole Beanies geben mit einem absolut guten Fit. Das verspreche ich euch. Das nächste Accessoire ist meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiges. Und zwar ist das der Schal. Ich trage es eigentlich relativ häufig im Winter, muss ich sagen. Also entweder man trägt halt so einen Rollkragenpullover, was halt wirklich den Halsbereich gut gegen Kälte schützt, oder man sagt halt, ich trage einen Schal, oder natürlich kann man auch beides tragen, was jetzt vielleicht nicht so nötig ist. Aber wenn man jetzt beispielsweise keinen Rollkragenpullover tragen mag, dann macht ein Schal auf jeden Fall Sinn, weil er wirklich den ganzen Bereich hier schützt. Und bei Schals habe ich so aus meiner Erfahrung raus gelernt, dass ich diese Strickschals irgendwie nicht so cool finde. Ihr kennt die, ich blende euch mal eben ein Bild ein, die Dinger meine ich. Wenn man die trägt, ich finde, die haben einfach eine Langlebigkeit von, keine Ahnung, nicht mal einem Monat oder so. Die trägst du, die sind einfach extrem schnell fransig und wenn du damit irgendwo hängen bleibst, hast du einfach so einen ganzen Faden da raushängen. Also es sieht mega beschissen aus und bei mir hat so ein Ding noch nie lange gehalten. Deswegen die Dinge empfehle ich absolut keinem von euch. Und ein anderer Schal, der auch meiner Meinung nach ein absolutes No-Go ist dieser Loop-Schal. Ihr kennt den sicherlich, hier seht ihr das auf dem Bild. Boah, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum es sowas überhaupt
gibt, aber ich finde die Dinger mega, mega hässlich, deswegen das empfehle ich euch auf gar keinen Fall zu kaufen. Was ich euch empfehlen kann, sind in der Regel diese Tücher, diese aus Baumwolle halt, diese etwas dickeren Tücher, die finde ich ganz cool und stylisch eigentlich. Oder sowas hier, was man auf dem Bild sieht, das finde ich auch ganz cool. Was man zu den Farben bei Schals sagen kann, entweder man passt den Schal irgendwie seinem Outfit an, also dass das Ganze Ton in Ton ist. Wenn ich jetzt einen komplett schwarzen Look trage, dann vielleicht einen ganz schwarzen Schal auch dazu, dass das Ton in Ton ist. Oder man probiert durch einen Schal irgendwie ein bisschen Kontrast ins Outfit zu bringen. Also ich rede ja immer von diesen Highlight Pieces und das könnt ihr beispielsweise mit einem Schal echt gut erzeugen. Wenn ihr jetzt beispielsweise dann ein schwarzes Outfit tragt, dann könnt ihr einen gemusterten Schal irgendwie mit kariertem Muster oder sowas tragen. Oder ihr tragt einfach einen farbigen Schal in beige, braun, was auch immer. Das sieht meiner Meinung nach immer sehr cool aus. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Man sollte vielleicht so 2, 3 Schals irgendwie in seinem Schrank haben, um so ein bisschen Variation bei seinem Outfit zu haben. Aber ein Schal kann ich auf jeden Fall empfehlen und ist meiner Meinung nach auch ein wichtiges Accessoire für den Winter. Ein anderes Accessoire, welches ich eigentlich sehr wichtig finde, sind Handschuhe. Handschuhe, ich habe früher immer diese super günstigen von H&M gekauft. Ihr kennt bestimmt diese Stoff-Baumwollhandschuhe quasi. Da gab es dann einen Zweierpack für 5 € oder so. Ja, die habe ich mir früher mal gekauft und muss einfach sagen, dass die ja nicht so wirklich eine Funktion haben, weil, keine Ahnung, die schützen nicht richtig vor Kälte. Die sehen auch nicht sonderlich cool aus und ja, davon hat man einfach nicht lange etwas. Deswegen, die würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen. Was ich euch auch nicht empfehlen würde, sind diese, ich nenne sie immer Pennerhandschuhe, wo vorne die Fingerspitzen frei sind. Die habe ich mir auch früher gerne gekauft, aber ich muss sagen, so mittlerweile finde ich, passen die einfach nicht mehr so wirklich und haben halt auch keine richtige Funktion. Wer kauft sich schon Handschuhe, wo dann vorne trotzdem die Finger frei sind und frieren? Das macht ja irgendwo keinen Sinn, ne? Deswegen, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass wirklich eine Investition in Lederhandschuhe, anständige Lederhandschuhe, wirklich Sinn macht. Zum einen finde ich sie einfach super stylisch, sieht männlich aus und ja, die schützen einfach richtig gut vor Kälte. Bei Zara könnt ihr schon wirklich günstige schießen für um die 30 € oder so. Die sehen stylisch aus, gibt es in schwarz, sind mit Fütterung. Was ich wichtig finde, ist, die sind schmal geschnitten, also damit habt ihr nicht so Kloberhände, wie wenn ihr jetzt diese dicken Handschuhe oder so tragt. Das finde ich natürlich noch wichtig, dass man seine Hände anständig bewegen kann, dass man noch irgendwelche Dinge damit greifen kann oder sonst was. Handy bedienen geht natürlich nicht, aber trotz alledem finde ich so Lederhandschuhe am stylischsten eigentlich, auch zu klassischen oder zu Casual Look sieht es einfach am besten aus meiner Meinung nach und deswegen auf jeden Fall Lederhandschuhe kaufen. Bei der Farbe, ich persönlich würde sagen, kauft euch schwarze Handschuhe, weil die passen einfach zu den meisten Outfits. Natürlich gibt es auch die Alternative in braun oder in anderen Farben, aber ich würde halt sagen, kauft euch lieber schwarze, weil die passen einfach zu mehr Outfits und ja, sieht einfach ein bisschen ruhiger aus. Deswegen schwarze Lederhandschuhe, auf jeden Fall safe eine Empfehlung für den Winter. Ein anderes wichtiges Accessoire für den Winter meiner Meinung nach sind Socken. Socken werden im Winter oft vernachlässigt, vor allen Dingen bei vielen Fashion-Influencern, Bloggern, was auch immer, wenn ich mir das so angucke, die haben die Hosen hochgekrempelt bis unter die Knie und dann sind die ganzen Knöchel bzw. das ganze Schienbein ist frei und das sieht im Winter einfach nicht cool aus. Ihr kennt das sicherlich, wenn es draußen ultra kalt ist und ihr seht einfach jemand, der knöchelfrei rumläuft und denkt so, Alter, so, es sieht jetzt nicht besonders cool aus im Winter und dir ist doch bestimmt todeskalt. Ja, wahrscheinlich muss dieser Person sehr kalt sein, deswegen im Winter empfehle ich auf jeden Fall, wenn ihr Cropped-Hosen oder knöchelfreie Hosen tragt, auf jeden Fall Socken zu tragen. Ich finde, es sieht einfach stylischer aus, wenn man Socken trägt. Also im Sommer habe ich wirklich nichts gegen knöchelfrei, das sieht immer ganz cool aus, aber im Winter sollte man sich wirklich Socken kaufen, um die Knöchelpartie zu schützen, weil, ja, wie gesagt, wenn es so Minusgrade sind oder um die 0 Grad herum, dann passt es einfach nicht, wenn man knöchelfrei durch die Gegend läuft. Also ihr tut euch auf jeden Fall keinen Gefallen damit. Deswegen Socken auf jeden Fall ein Must. Wie man es jetzt macht, also ihr könnt zum einen, so wie ich das jetzt hier trage, einfach Ton in Ton, also schwarze lange Socke und eine schwarze Hose beispielsweise, dann ist das Ganze, finde ich, relativ stimmig. So Socken kriegt man in der Regel bei H&M, an der Kasse sind die meistens, da zahlst du für ein Paar, keine Ahnung, für 5 Paar zahlst du 5 € oder 7 € und die sind von der Qualität vollkommen ausreichend, vollkommen okay. Natürlich kann man sich noch hochwertigere Socken holen, aber
Müsst ihr einfach selber gucken, was euer Budget zulässt oder was ihr für Socken ausgeben wollt. Aber die von H&M beispielsweise kann ich jetzt auf jeden Fall empfehlen. Trage ich schon seit mehreren Jahren und hatte damit eigentlich nie Probleme. Wenn sie mal kaputt sind, dann holst du dir halt neue. Das finde ich nicht so tragisch. Dann gibt es natürlich noch die andere Variante, wo man auch mit seinen Socken irgendwie so Statement-Socken tragen kann oder mit den Socken ein Highlight setzen kann. Auf jeden Fall nicht so wie auf diesem Bild hier und auch nicht wie auf diesem Bild hier. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, wie ihr das Ganze tragt. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele coole Möglichkeiten, mit den Socken irgendwie ein farbliches Highlight zu setzen. Wenn ihr jetzt einen komplett einfarbigen Look tragt beispielsweise und dann Socken in einer anderen Farbe tragt, dann kann das auf jeden Fall ganz cool aussehen. Ob es jetzt zu einem Casual Look ist oder zu einem klassischen Look, das kann man auf jeden Fall machen, wie man möchte. Das passt zu beidem oder auch zu Street Look, sage ich jetzt mal. Da habt ihr auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten, mit Socken auch ein cooles Statement zu setzen. Ich muss sagen, ich persönlich mache es jetzt nicht so häufig, aber wenn ich es bei anderen sehe, finde ich es eigentlich ganz cool. Deswegen kann ich das auf jeden Fall auch empfehlen, irgendwie mit den Socken so ein cooles farbliches Highlight zu setzen. Eventuell könnt ihr die Socken auch passend zu einem Schal tragen oder zu einem anderen Kleidungsstück, um dann nochmal so eine Farbkombination zu erzeugen. Das geht auf jeden Fall alles klar. Und deswegen Socken im Winter auf jeden Fall ein Must und tut euch da auf jeden Fall einen Gefallen und lauft nicht knöchelfrei durch die Gegend, denn ja, sieht einfach nicht schön aus und ihr werdet auf jeden Fall frieren, deswegen legt euch anständige Socken zu. Leute, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was eurer Meinung nach das wichtigste Accessoire für den Mann im Winter ist. Das würde mich natürlich interessieren. Vielleicht habt ihr noch andere Accessoires, die ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm habe. Deswegen würde mich das sehr interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare, damit ich das einmal abchecken kann. In diesem Sinne, Leute, vergesst nicht auf Ehrenmann-Basis dem Video ein Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Yeah, boy, yeah, boy.